Lektion 1: Freundschaftsbande. Hey Anna, weißt du, ich habe darüber nachgedacht, wie manche Menschen dir sehr nahe kommen. Das stimmt. Diese Leute sind oft diejenigen, die deine guten Freunde werden. Genau. Es ist interessant, wie sich Freundschaften im Laufe der Zeit entwickeln. Nicht wahr? Ja, manchmal beginnt es mit einem einfachen Gespräch oder einem gemeinsamen Interesse. Richtig. Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zum Aufbau starker Freundschaften? Ich glaube, Vertrauen und Kommunikation sind unerlässlich. Offen miteinander umzugehen hilft sehr. Ich stimme zu. Auch der Erfahrungsaustausch kann diese Bindungen stärken, wie zum Beispiel gemeinsame Reisen. Unbedingt. Abenteuer schaffen bleibende Erinnerungen, die du für immer in Erinnerung behalten kannst. Apropos Abenteuer, erinnerst du dich an den Roadtrip, den wir letzten Sommer gemacht haben? Natürlich. Das hat so viel Spaß gemacht. Wir haben gelacht und zu unseren Lieblingsliedern mitgesungen. Diese Momente haben unsere Freundschaft noch stärker gemacht. Es fühlte sich an, als wären wir ein Team. Ja, und wir haben gelernt, uns auch in herausfordernden Zeiten gegenseitig zu unterstützen. Stimmt, es ist wichtig, für deine Freunde da zu sein, besonders wenn sie Ermutigung brauchen. Genau. Ich denke, das ist es, was eine Freundschaft wirklich besonders macht, durch dick und dünn da zu sein. Und es ist auch wichtig, die Erfolge des anderen zu feiern, egal wie groß oder klein sie sind. Ja, gegenseitiges Anfeuern schafft eine positive Atmosphäre in der Freundschaft. Hast du noch andere Eigenschaften, von denen du denkst, dass sie bei einem guten Freund wichtig sind? Ich finde einen guten Sinn für Humor großartig. Es macht alles angenehmer. Das ist ein fantastischer Punkt. Lachen kann jede Situation aufhellen und Freunde näher bringen. Ich liebe es, wie sich Freundschaften im Laufe der Zeit entwickeln können. Manche Freundschaften werden tiefer, wenn wir uns verändern. Genau. Es ist wunderbar zu sehen, wie sich Menschen in verschiedenen Lebensphasen verbinden. Ja, die Reise der Freundschaft ist immer aufregend und voller Überraschungen. Das ist es wirklich. Ich bin dankbar für die Freundschaften, die wir auf diesem Weg aufgebaut haben. Lektion 2: Reisedilemmata. Hey Anna, ich habe darüber nachgedacht, eine Reise zu machen, aber ich bin hin und her gerissen zwischen zwei Optionen, Schottland oder Italien. Beide Orte klingen fantastisch. Was magst du an Schottland? Schottlands atemberaubende Landschaften und die reiche Geschichte sprechen mich wirklich an. Die Burgen sind faszinierend. Ja, und die Highlands sehen atemberaubend aus. Haben Sie darüber nachgedacht, bestimmte Orte zu besuchen? Ich würde gerne Edinburgh sehen und vielleicht die Isle of Skye erkunden. Wie wäre es mit Italien? Italien hat unglaubliche Kunst und leckeres Essen. Außerdem sind Städte wie Rom und Florenz voller Kultur. Stimmt. Die Architektur ist wunderschön und ich kann der Idee nicht widerstehen, authentische italienische Pizza zu probieren. Oh, auf jeden Fall. Und vergessen wir das Eis nicht. Was ist dein Lieblingsgeschmack? Ich glaube, ich würde Pistazien nehmen. Wie steht's mit dir? Ich liebe Stracciatella. Es ist so cremig mit diesen kleinen Schokoladenstücken.
klingt herrlich. Also, was glaubst du, würde mir helfen, mich zwischen den beiden zu entscheiden? Überlegen Sie sich vielleicht, welche Art von Erlebnis Sie sich wünschen, Abenteuer in der Natur oder kulturelles Eintauchen. Das ist ein gutes Argument. Ich liebe Outdoor-Aktivitäten, aber ich erkunde auch gerne Kunst und Geschichte. Warum nicht beides kombinieren? Du könntest an einem Ort beginnen und dann zum anderen reisen. Das ist eine tolle Idee. Eine Reise mit mehreren Reisezielen könnte mir das Beste aus beiden Welten bieten. Genau. Du könntest in Schottland wandern und dann in den Städten italienische Küche genießen. Ich liebe das. Es klingt nach dem perfekten Abenteuer. Was würdest du wählen, wenn du wählen müsstest? Ehrlich gesagt würde ich wegen des Essens nach Italien tendieren, aber Schottland wegen der Landschaft ist auch verlockend. Es ist so eine schwierige Wahl. Vielleicht sollte ich nach den besten Zeiten suchen, um die einzelnen Orte zu besuchen. Definitiv. Wenn Sie das Wetter und die lokalen Ereignisse recherchieren, können Sie eine fundiertere Entscheidung treffen. Das mache ich. Danke für den Rat, Anna. Ich freue mich jetzt mehr auf die Planung. Lektion 3. Die Forschungsrevolution. Hey Anna, ich habe darüber gelesen, wie die Forschung in dieser Revolution zum Mittelpunkt geworden ist. Das ist interessant. Es scheint, als ob die Forschung formalisierter und komplexer ist als je zuvor. Genau. Es gibt so viele Methoden und Frameworks, die Forscher heute verwenden. Ich weiß, es kann überwältigend sein, mit all den neuen Techniken und Tools Schritt zu halten. Richtig, aber ich finde es auch aufregend. Die Fortschritte können zu bahnbrechenden Entdeckungen führen. Unbedingt. Haben Sie gesehen, wie sich die Datenanalyse in den letzten Jahren entwickelt hat? Ja, mit Big Data können Forscher riesige Informationsmengen schnell analysieren. Das ist ein Wendepunkt. Es ermöglicht genauere Ergebnisse und tiefere Einblicke. Und was ist mit der Zusammenarbeit? Forscher arbeiten mehr denn je fachübergreifend zusammen. Ja, interdisziplinäre Forschung kann zu innovativen Lösungen für komplexe Probleme führen. Es ist faszinierend, wie verschiedene Perspektiven den Forschungsprozess verbessern können. Definitiv. Es ist, als würde man Puzzleteile kombinieren, um das Gesamtbild zu sehen. Apropos Artikel, was denkst du über den Aufstieg von Citizen Science? Ich liebe es. Es bindet die Öffentlichkeit in die Forschung ein und erweitert den Pool der gesammelten Daten. Richtig, es befähigt Einzelpersonen, zu sinnvollen Projekten beizutragen. Und es schärft das Bewusstsein für wichtige Themen wie den Klimawandel oder die biologische Vielfalt. Genau, es macht die Wissenschaft zugänglicher und inklusiver. Denken Sie, dass dieser Trend Herausforderungen mit sich bringt? Ja, Qualitätskontrolle kann ein Problem sein. Es ist von entscheidender Bedeutung, sicherzustellen, dass die Daten korrekt sind. Guter Punkt. Aber mit den richtigen Richtlinien kann es sehr effektiv sein. Ich stimme zu. Es geht darum, ein Gleichgewicht zwischen Beteiligung und Genauigkeit in der Forschung zu finden.
Es ist eine spannende Zeit für die Forschung. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die Zukunft bringt. Ich auch. Die Möglichkeiten sind endlos und es ist großartig, Teil dieser Revolution zu sein. Lektion 4. Träume entrumpeln. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, unsere Häuser zu entrumpeln. Das klingt toll. Ich wollte schon immer einen besser organisierten Raum schaffen. Genau. Es kann erfrischend sein, Dinge auszuräumen, die wir nicht mehr brauchen. Ganz gewiss. Was ist Ihre Strategie, um ein Entrumpelungsprojekt zu starten? Ich beschäftige mich gerne mit einem Raum nach dem anderen. Auf diese Weise fühlt es sich weniger überwältigend an. Das ist ein kluger Ansatz. Ich habe gehört, dass die Regel 1 rein, 1 raus auch hilfreich ist. Ja, wenn du etwas Neues in dein Zuhause bringst, lässt du etwas Altes los. Es ist eine großartige Möglichkeit, um zu verhindern, dass sich wieder Unordnung ansammelt. Hast du einen Lieblingsbereich zum Aufräumen? Ich denke, mein Kleiderschrank braucht die meiste Aufmerksamkeit. Ich habe Kleidung, die ich seit Ewigkeiten nicht mehr getragen habe. Das gleiche hier. Ich halte aus sentimentalen Gründen immer an Klamotten fest, auch wenn ich sie nicht trage. Ich verstehe. Manchmal ist es schwer loszulassen. Vielleicht könnte es helfen, Fotos von ihnen zu machen. Das ist eine clevere Idee. Du kannst die Erinnerungen ohne die physischen Gegenstände behalten. Genau. Und was ist mit Büchern? Ich habe so viele, die ich nur einmal gelesen habe. Bücher sind auch knifflig. Ich versuche, nur die zu behalten, die ich wirklich liebe oder die ich noch einmal lesen möchte. Das macht Sinn. Ich denke, eine Spende wäre eine großartige Option für diejenigen, die ich nicht brauche. Ja, Spenden können anderen helfen und gleichzeitig Platz in ihrem Zuhause schaffen. Es ist eine Win-Win-Situation. Was ist dein Lieblingstipp, um die Dinge zu organisieren? Ich liebe es, Lagerbehälter zu benutzen. Sie sorgen dafür, dass alles aufgeräumt aussieht und leicht zu finden ist. Das ist ein toller Tipp. Ich sollte in ein paar Mülleimer investieren, um bei der Organisation zu helfen. Unbedingt. Und wenn Sie sie beschriften, können Sie Dinge noch einfacher finden. Das werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Aus dem Entrumpeln wird vielleicht doch ein lustiges Projekt. Es kann wirklich sein. Denken Sie nur an die Zufriedenheit eines sauberen, organisierten Raums. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen. Eine frische Umgebung wird sich so lohnend anfühlen. Lektion 5. Strategien zum Stressabbau. Hey Anna, ich fühle mich in letzter Zeit etwas gestresst und muss Wege finden, um das zu lindern. Das verstehe ich total. Ich übe tiefes Atmen und trainiere, um mich zu entspannen. Tiefes Atmen klingt effektiv. Wie integrierst du es in deinen Tag? Normalerweise nehme ich mir morgens ein paar Minuten Zeit, um mich auf meinen Atem zu konzentrieren, bevor ich meinen Tag beginne. Das ist eine tolle Idee. Hast du eine bestimmte Technik, der du folgst? Ja, ich atme tief ein und zähle bis 4, halte 4 und atme 4 aus. Es ist beruhigend. Das muss ich versuchen.
Welche Art von Bewegung findest du am hilfreichsten zum Stressabbau? Ich liebe es, joggen zu gehen. Es macht meinen Kopf frei und steigert meine Stimmung. Laufen ist fantastisch. Ich bevorzuge Yoga, da es Stretching und Achtsamkeit kombiniert. Yoga eignet sich wunderbar zur Entspannung. Hast du eine Lieblingspose? Ich mag die Chills-Pose wirklich. Sie fühlt sich so beruhigend und erdend an. Das ist eine gute Wahl. Ich mag die Warrior-Pose, um Kraft und Selbstvertrauen aufzubauen. Stärke und Selbstvertrauen sind unerlässlich. Haben Sie andere Möglichkeiten, sich zu entspannen? Ich höre auch gerne Musik oder lese ein gutes Buch. Sie entführen mich in eine andere Welt. Musik ist eine großartige Flucht. Welche Musik hörst du, wenn du dich entspannen musst? Ich bevorzuge sanfte Instrumentalmusik oder beruhigende Naturgeräusche. Sie helfen mir, mich zu konzentrieren. Ich liebe auch Naturgeräusche. Sie schaffen eine friedliche Atmosphäre. Wie wäre es mit Meditation? Ja, ich versuche täglich ein paar Minuten zu meditieren. Es hilft wirklich, meine Gedanken zu zentrieren. Das klingt wohltuend. Ich habe gehört, dass geführte Meditationen für Anfänger großartig sein können. Unbedingt. Es gibt viele Apps mit geführten Sitzungen für unterschiedliche Bedürfnisse. Das werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Es ist schön zu wissen, dass es verschiedene Möglichkeiten zum Stressabbau gibt. Ganz gewiss. Jeder hat seine eigenen Methoden und es geht darum herauszufinden, was für sie funktioniert. Genau. Ich freue mich darauf, diese Ideen zu erforschen und meine eigene Stressabbauroutine zu kreieren. Lektion 6. Grundlagen der Flüssigkeitszufuhr. Hey Anna, ich habe in letzter Zeit darüber nachgedacht, hydratisiert zu bleiben. Das klingt toll. Hast du eine Lieblingswasserflasche, die du benutzt? Ja, ich habe eine robuste und isolierte Wasserflasche. Es hält meine Getränke den ganzen Tag kalt. Das ist genial. Ich liebe auch isolierte Flaschen. Sie machen einen großen Unterschied. Unbedingt. Welche Art benutzt du? Ich habe einen aus Edelstahl, der sehr leicht und einfach zu tragen ist. Das ist praktisch. Trinkst du lieber klares Wasser oder fügst du etwas hinzu? Für eine erfrischende Note füge ich gerne Zitronenscheiben oder Minzblätter hinzu. Wie steht's mit dir? Ich genieße es, mein Wasser mit Früchten wie Beeren oder Gurken zu tränken. Es ist so lecker. Das klingt köstlich. Aufgegossenes Wasser kann Sie auch dazu ermutigen, mehr zu trinken. Genau. Dadurch fühlt sich die Flüssigkeitszufuhr angenehmer an. Trägst du deine Flasche überall hin? Ja, ich nehme es immer mit, egal ob ich auf der Arbeit bin oder Sport treibe. Das gleiche hier. Vor allem bei heißem Wetter ist es wichtig, Wasser zur Hand zu haben. Definitiv. Wenn Sie hydratisiert bleiben, können Sie das Energieniveau den ganzen Tag über aufrechterhalten. Ich habe gelesen, dass das Trinken von ausreichend Wasser auch die Konzentration verbessern kann. Ja,
Flüssigkeitszufuhr ist entscheidend für die Gehirnfunktion. Es ist erstaunlich, wie sich das auf uns auswirkt. Was ist dein Ziel für die tägliche Wasseraufnahme? Ich strebe ungefähr 2 Liter pro Tag an. Das klingt nach viel, ist aber überschaubar. Das ist ein gutes Ziel. Ich versuche täglich mindestens 8 Gläser zu trinken. Das ist ein großartiges Ziel. Hast du schon einmal versucht, eine Wassertracking-App zu verwenden? Das habe ich nicht, aber ich habe gehört, dass sie sehr hilfreich sein können, um den Überblick zu behalten. Sie können dich daran erinnern, regelmäßig Wasser zu trinken, was sehr nützlich ist. Das sollte ich mir ansehen. Das könnte mir helfen, meine Flüssigkeitszufuhr konsistenter zu halten. Lektion 7. Die Auswirkungen von Veränderungen. Hey Anna, hast du von den letzten Änderungen gehört, die Nike vorgenommen hat? Ja, es ist faszinierend, aber die Gesamtwirkung dieser Änderungen ist noch nicht bekannt. Genau. Es ist faszinierend zu sehen, wie sich eine so große Marke anpasst. Was denkst du? Ich denke, das könnte sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf ihr Image und ihren Umsatz haben. Ganz gewiss. Mehrere Gruppen auf der ganzen Welt überprüfen regelmäßig die Leistung von Nike. Das stimmt. Sie wollen wahrscheinlich sehen, wie sich diese Änderungen auf das Verbraucherverhalten auswirken. Denken Sie, dass die Veränderungen hauptsächlich auf Markttrends zurückzuführen sind? Definitiv. Unternehmen müssen relevant bleiben und auf Kundenbedürfnisse eingehen. Es ist interessant, wie schnell sich Trends ändern können. Haben Sie bestimmte Änderungen bemerkt? Ja, ich habe bei Ihren Produkten einen Fokus auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Materialien gesehen. Das ist ein kluger Schachzug. Viele Verbraucher werden umweltbewusster. Unbedingt. Marken, die Nachhaltigkeit priorisieren, ziehen oft treue Kunden an. Glauben Sie, dass die Bemühungen von Nike andere Unternehmen dazu inspirieren werden, diesem Beispiel zu folgen? Ich glaube schon. Wenn eine führende Marke Änderungen vornimmt, nehmen andere dies oft zur Kenntnis und passen sich an. Es ist ein Dominoeffekt. Wie stehen Sie zum Gleichgewicht zwischen Profit und Ethik? Es ist ein kniffliges Gleichgewicht. Unternehmen müssen profitabel, aber auch verantwortungsbewusst sein. Ich stimme zu. Verbraucher suchen zunehmend nach Marken, die ihren Werten entsprechen. Ja, es ist toll zu sehen, dass sich mehr Menschen für ethische Geschäftspraktiken einsetzen. Ich hoffe, dass diese Änderungen zu einer positiven Veränderung in der Branche insgesamt führen. Ich auch. Es ist aufregend, über die möglichen Auswirkungen auf zukünftige Generationen nachzudenken. Definitiv. Veränderung kann zu Innovationen und besseren Praktiken für alle führen. Lektion 8. Abenteuergeschichten. Hey Anna, ich habe gerade eine unglaubliche Abenteuergeschichte über einen Pelzhändler gelesen. Das klingt aufregend. Was ist mit ihm passiert? Er navigierte mit Höchstgeschwindigkeit durch Stromschnellen und um Felsen herum, als er in eine gefährliche Situation geriet. Wow, das muss heftig gewesen sein. Hat er es geschafft, sicher rauszukommen?
Ja, aber er wurde einige Tage später in einem sehr rauen Zustand gefunden. Es ist erstaunlich, wie widerstandsfähig er war. Das ist unglaublich. Es ist faszinierend, wie Menschen solch extreme Bedingungen überleben können. Unbedingt. Die Geschichte beleuchtete die Herausforderungen der Wildnis und den Abenteuergeist. Ich liebe solche Geschichten. Sie können so inspirierend sein. Liest du oft gerne Abenteuerbücher? Das tue ich. Sie entführen mich in verschiedene Welten und lassen mich die Natur mehr schätzen. Das Gleiche hier. Ich finde Abenteuergeschichten spannend. Sie haben oft auch großartige Lektionen über Ausdauer. Genau. Die Erfahrung des Pelzhändlers hat ihm viel über Überleben und Anpassungsfähigkeit beigebracht. Welche anderen Elemente der Geschichte sind dir aufgefallen? Die Teamarbeit unter den Händlern war beeindruckend. Sie verließen sich aus Sicherheitsgründen aufeinander. Teamwork ist in schwierigen Situationen entscheidend. Es kann wirklich einen Unterschied machen. Definitiv. Es zeigt, wie Zusammenarbeit zu besseren Ergebnissen führen kann. Hattest du jemals ein eigenes Abenteuer, das unvergesslich war? Ja, ich bin letzten Sommer wandern gegangen und habe mich ein bisschen verirrt. Es war sowohl gruselig als auch berauschend. Das klingt nach einem ziemlichen Abenteuer. Wie hast du deinen Weg zurückgefunden? Ich habe das GPS meines Handys benutzt und meine Schritte zurückverfolgt. Es hat mich gelehrt, beim nächsten Mal besser vorbereitet zu sein. Tolles Denken. Es ist immer gut, einen Plan zu haben, besonders im Freien. Ganz gewiss. Ich habe jetzt eine Karte und zusätzliche Vorräte dabei, wenn ich wandern gehe. Lektion 9. Coffeeshop-Pläne. Hey Anna, ich habe mich auf unser Café-Date gefreut. Perfekt. Ich hoffe, es wird nicht zu voll sein, wenn wir dort ankommen. Ich auch. Ich liebe eine entspannte Atmosphäre, in der wir gemütlich chatten können. Genau. Hast du ein Lieblingscafé im Sinn? Ich habe über diesen neuen Ort in der Innenstadt nachgedacht. Ich habe tolle Dinge darüber gehört. Oh, davon habe ich gehört. Was magst du am meisten daran? Das Ambiente wirkt einladend und sie haben eine große Auswahl an Getränken zur Auswahl. Das klingt wunderbar. Ich probiere gerne neue Kaffeearomen aus. Was ist deine Lieblingsbestellung? Normalerweise bleibe ich bei einem klassischen Latte, aber ich bin offen dafür, etwas Neues auszuprobieren. Das solltest du. Sie könnten einzigartige saisonale Aromen haben. Haben Sie jemals einen aromatisierten Latte probiert? Ja, ich hatte einmal einen Pumpkin Spice Latte und er war köstlich. Die sind so beliebt. Ich liebe es, sie im Herbst zu bekommen. Was ist mit Gebäck? Ich kann einem guten Croissant nicht widerstehen. Hast du ein Lieblingsgebäck? Ich liebe Mandelcroissants. Sie sind so flockig und lecker. Das klingt unglaublich. Wir sollten auf jeden Fall welche zum Teilen bekommen. Tolle Idee. Das wird unser Kaffeeerlebnis noch besser machen.
Hast du vor, ein Buch oder etwas zum Lesen mitzubringen, während wir dort sind? Vielleicht bringe ich einen Roman mit, den ich gerade gelesen habe. Es ist schön, eine gute Geschichte mit Kaffee zu genießen. Das klingt perfekt. Ich finde es toll, wie Cafés gemütliche Orte zum Lesen sein können. Ja, außerdem ist es eine großartige Möglichkeit, sich zu entspannen und eine ruhige Zeit zu genießen. Ich kann es kaum erwarten. Treffen wir uns im Café und genießen gute Drinks und Gespräche. Lektion 10: Kriminalität und Konsequenzen. Hey Anna, ich habe kürzlich einen Dokumentarfilm über Kriminalität und ihre Auswirkungen auf Gemeinden gesehen. Das klingt interessant. Was war der Schwerpunkt des Dokumentarfilms? Es wurde untersucht, wie bestimmte Verbrechen Stadtteile und das Leben der Anwohner verändern können. Das ist ein starkes Thema. Haben Sie Beispiele für bestimmte Verbrechen genannt? Ja, sie beschrieben einen Raub, der die gesamte Gemeinde schockierte. Es war ein Weckruf für alle. Das kann ich mir vorstellen. Es ist verrückt, wie ein Vorfall das Sicherheitsgefühl der Menschen verändern kann. Genau. In dem Dokumentarfilm wurde erwähnt, wie Angst Menschen davon abhalten kann, an Gemeinschaftsveranstaltungen teilzunehmen. Das macht Sinn. Wenn sich Menschen unsicher fühlen, ziehen sie sich aus ihrer Umgebung zurück. Richtig. Der Erzähler sagte, es entsteht ein Kreislauf der Isolation, der zu mehr Kriminalität führen kann. Es ist ein besorgniserregender Kreislauf. Gab es in der Dokumentation Lösungsvorschläge? Ja, sie schlugen Gemeinschaftsprogramme vor, die Nachbarn dazu ermutigen, Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig zu unterstützen. Das klingt nach einem großartigen Ansatz. Der Aufbau von Beziehungen kann dazu beitragen, die Kriminalitätsrate zu senken. Unbedingt. Es scheint, dass Menschen, wenn sie sich kennen, aufeinander aufpassen. Ich stimme zu. Vertrauen innerhalb einer Gemeinschaft kann eine sicherere Umgebung für alle schaffen. Der Dokumentarfilm hob auch hervor, wie wichtig es ist, die lokalen Strafverfolgungsbehörden in Gemeinschaftsveranstaltungen einzubeziehen. Das ist eine gute Idee. Wenn Menschen die Polizei als Teil der Gemeinschaft sehen, kann das Vertrauen aufbauen. Definitiv. Es hilft, die Polizei zu humanisieren und fördert eine offene Kommunikation. Haben Sie erfolgreiche Beispiele für diese Strategie erwähnt? Sie sprachen über ein Nachbarschaftsüberwachungsprogramm, das die Kriminalität in einem Gebiet erheblich reduzierte. Das ist inspirierend. Es zeigt, dass proaktive Maßnahmen zu positiven Veränderungen führen können. Ja, es war eine Erinnerung daran, dass jeder eine Rolle bei der Schaffung einer sichereren Gemeinschaft spielen kann. Lektion 11: Mit Kleidung zum Erfolg. Hey Anna, ich habe über mein bevorstehendes Interview nachgedacht. Das ist aufregend. Hast du schon entschieden, was du anziehen möchtest? Ich habe einen schönen Anzug, aber ich frage mich, ob ich die Kosten für die chemische Reinigung meiner Geschäftskleidung einbeziehen sollte. Gute Frage. Es ist wichtig, scharf und professionell auszusehen. Was denkst du? Ich stimme zu. Ein sauberer Anzug kann einen guten ersten Eindruck hinterlassen. Aber ist es notwendig, die Kosten zu erwähnen? Das hängt vom Kontext ab. Wenn es sich um eine berufsbedingte Ausgabe handelt,
lohnt es sich möglicherweise, sie einzubeziehen. Das macht Sinn. Ich möchte zeigen, dass ich mein Aussehen ernst nehme. Unbedingt. Es spiegelt ihre Professionalität und Liebe zum Detail wider. Musstest du dich schon einmal auf ein großes Interview vorbereiten? Ja, ich erinnere mich, dass ich ein maßgeschneidertes Kleid getragen habe, in dem ich mich selbstbewusst fühlte. Es hat wirklich geholfen. Vertrauen ist der Schlüssel. Ich hoffe, mein Anzug wird das Gleiche für mich tun. Das sollte es. Stellen Sie einfach sicher, dass Sie sich auch darin wohlfühlen. Komfort ist wichtig. Ich möchte mich nicht von einem schlecht sitzenden Anzug ablenken lassen. Genau. Es ist schwer, sich zu konzentrieren, wenn du dir Sorgen um dein Outfit machst. Ich werde auch über meine Schuhe nachdenken. Sie können den Look wirklich vervollständigen. Findest du nicht? Definitiv. Polierte Schuhe zeugen ebenfalls von Liebe zum Detail. Welchen Stil haben Sie im Sinn? Ich habe einige klassische Lederschuhe, die perfekt zum Anzug passen sollten. Gute Wahl. Klassische Stile sind immer eine sichere Wahl für Interviews. Ich hoffe, alles geht gut. Irgendwelche Last-Minute-Tipps für mich? Sei einfach du selbst und denk dran zu lächeln. Es hilft, die Nerven zu entspannen. Danke, Anna. Das behalte ich bei der Vorbereitung im Hinterkopf. Lektion 12. Vorausschauend planen. Hey Anna, ich habe gerade die Projektdetails erhalten und alles klingt gut. Das ist toll zu hören. Was ist der nächste Schritt? Lassen Sie uns nächste Woche ein Treffen vereinbaren, um alles abzuschließen. Wie klingt das? Klingt perfekt. Welcher Tag passt am besten zu dir? Ich bin am Dienstag und Donnerstag verfügbar. Welches bevorzugst du? Ich denke, Dienstag wäre besser. Das gibt uns Zeit, uns vorzubereiten. Gute Idee. Welche Zeit sollten wir anstreben? Wie wäre es mit 10 Uhr? So können wir einen frischen Start in den Tag haben. 10 Uhr funktioniert für mich. Sollen wir uns im üblichen Café treffen? Ja, ich liebe diesen Ort. Es ist gemütlich und eignet sich hervorragend für Brainstorming. Genau. Denken Sie, wir sollten eine Tagesordnung für das Treffen vorbereiten? Definitiv. Mit einer Agenda bleiben wir konzentriert und stellen sicher, dass wir alles abdecken. Ich kann es verfassen und vor dem Treffen mit Ihnen teilen. Das klingt nach einem Plan. Welche Themen sollten wir einbeziehen? Wir sollten Projektziele, Zeitpläne und mögliche Herausforderungen besprechen. Gute Punkte. Wir können auch über Teamrollen und Verantwortlichkeiten sprechen. Ja, die Klärung der Rollen hilft, spätere Verwirrung zu vermeiden. Und wir sollten auch Zeit für Fragen einplanen. Es ist wichtig, dass sich jeder gehört fühlt. Unbedingt. Ich möchte sicher gehen, dass wir alle auf derselben Wellenlänge sind. Danke fürs Zuschauen. Bitte abonniere, like und teile unsere Videos und Kanäle.